rc-sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute habe ich das Pennyboard von Benchwheel für euch und das hier ist so ein Controller und ohne den, ich mache ihn mal an, kommt ihr nämlich nicht weit, weil ihr hiermit beschleunigen, aber auch aktiv bremsen könnt, was ganz gut ist, weil beim aktiven Bremsen Energie zurückgeführt wird. Nun, das Pennyboard ist eigentlich kein klassisches Pennyboard, denn dann müsste es etwas kleiner sein. Trotzdem ist es kleiner als ein Longboard und das Longboard von Benchwheel verkaufen wir ja schon seit längerem. Ja, und nichtsdestotrotz macht es natürlich super Spaß, damit zu fahren. Das Pennyboard wiegt natürlich auch nicht so viel, laut Hersteller 4,8 Kilogramm, gemessen haben wir allerdings 4,9 und bei dem helleren sogar 5 Kilogramm, das ist natürlich trotzdem sehr wenig und durch den bequemen Griff am Ende des Boards lässt es sich super tragen, wenn ihr es mal nicht fahren könnt. Ja, nominell schafft dieses Board 25 Stundenkilometer. Wir haben das mal getestet, dazu misst man zuerst den Rollenumfang. Dann wird mittels eines Umdrehungsmessers gemessen, wie hoch die maximale Umdrehung ist. Und dann kann man anschließend aus dem Umfang und der Umdrehung rechnen, wie schnell die Geschwindigkeit im Leerlauf ist. Und da sind wir bei 31,7 Stundenkilometer. Ja, und der Hersteller gibt eben 25 km/h an und das scheint auch recht realistisch, wenn man nicht allzu schwer ist. Und ja, das Pennyboard ist ja für Kinder oder leichte Erwachsene. Für alle anderen gibt es halt das Longboard von Benchwheel. Wir haben dementsprechend auch keinen so ganz großen Akku da drin, sondern 90 Wattstunden. Der soll euch 10 Kilometer bringen und das wird auch in etwa hinhauen. Wie gesagt, wenn man nicht zu schwer ist und dann wird diese Reichweite auch in etwa hinkommen. Die Oberfläche ist natürlich wie erwartet sehr griffig. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Test waren meine Fingerspitzen so rau, dass mein Fingerabdrucksensor am Handy den gar nicht mehr erkannt hat. Also das ist wirklich super griffig und löst sich auch nicht ab. Und ich denke, so soll das auch bei einem Skateboard sein. Und wie ihr vorher schon mitbekommen habt, dieses Skateboard gibt es in zwei verschiedenen Farben, in Schwarz und in einem helleren Holzton mit Gelb drauf, also eher die klassische Variante, aber technisch gesehen sind beide natürlich identisch. called you, even now you're there, so I'm not there for you.
Die Aufhängung der Achsen ist natürlich flexibel gestaltet, denn man muss ja durch Verlagerung des Körpergewichtes das Board lenken können. Dementsprechend ist diese Achse also nicht starr, das kann man hier gut auf dem Video erkennen. Der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen von einem kleinen Motor. Der soll angeblich 1000 Watt Spitze leisten. Ja, mit dieser Angabe vom Hersteller bin ich etwas vorsichtig, aber ich kann euch sagen, er ist kräftig genug, um euch fortzubewegen. Ja, weiterhin gibt es nicht viele Bedienelemente, eigentlich nur die Powerbuchse und dann natürlich den Einschalter. Den muss man ca. 2 Sekunden lang drücken, dann leuchtet er rot und das Board ist eingeschaltet. Wenn das Board eingeschaltet ist, dann kann man durch kurzes Drücken die LED-Modi verändern, denn auf der Unterseite habt ihr einen langen LED-Streifen. Als erstes lassen sich die Farben einzeln auswählen. Jedes Mal, wenn ihr kurz antippt, wechselt das LED-Band eine Farbe weiter. Anschließend gibt es den Modus Farbwechsel langsam, dann Farbwechsel schnell, und anschließend einen Farbwechsel mit weichen Übergängen. Als letzte Stufe kann man die LEDs komplett ausschalten. Kommen wir nochmal zum Controller, auch nochmal hier auf dem Monitor zu sehen. Normalerweise, wenn ihr hier vordrückt, dann bewegt sich das Skateboard in Fahrtrichtung, und wenn ihr nach unten drückt, bremst es aktiv. Das ist ganz wichtig, also wenn ihr drauf steht und nach unten zieht, dann geht es nicht einfach nur aus, sondern es bremst euch. Das müsst ihr also wissen, damit ihr nicht irgendwie vorne überkippt, wobei man ja meistens von so einem Skateboard locker runterlaufen kann. Man kann diese Fahrtrichtung aber auch umkehren, und das macht man so, indem man, wenn das Gerät eingeschaltet ist und dieser Controller eingeschaltet ist, den Powerknopf und diesen Schieber gleichzeitig betätigt, nämlich nach oben drücken bedeutet, dass das Skateboard vorwärts fährt, und wenn ihr hier den roten Knopf drückt und nach unten zieht gleichzeitig, dann wird das Board nach hinten fahren. Das bedeutet also auch, es wird nach hinten fahren, wenn ihr dann ganz regulär diesen Knopf nach oben bewegt. Warum man damit allerdings rückwärts fahren sollte, ist mir etwas unklar, aber die Möglichkeit besteht. Außerdem kann man kurz, und das geht wirklich nur kurz nach dem Einschalten, durch nochmaliges Drücken auf diesen roten Knopf den Modus von Speed, Low und High wechseln. Das bedeutet allerdings nicht, das haben wir getestet, dass das Board im High-Modus schneller fährt. Es fährt immer gleich schnell, aber es wird viel schneller reagieren, also stärker beschleunigen bei weniger Drücken dieses Controllers, also dieser Schiebehebel. Wenn ich ihn nur ein bisschen bedrücke, ein bisschen nach oben schiebe, dann wird das Board viel, viel schneller reagieren. Tonight, we there, we there, we there.
Maybe I'm right, maybe I'm so, but I choose you. We can all night, but I choose you. We can all night, in all the ways we can give it all tonight. Abschließend bleibt zu sagen, das Pennyboard hat uns richtig Spaß gemacht, auch wenn wir nun keine Kinder mehr sind. Der Hersteller sagt ja, bis 100 Kilogramm gibt er es frei. Wir sagen aber vorsichtshalber bis 90 Kilogramm. Und wir sind da ganz offen, wenn jemand 90 Kilogramm wiegt, wird er mit diesem Board sicherlich keine 10 Kilometer weit kommen. Deswegen besser für Kinder oder leichte Erwachsene. Und je nachdem, wie aktiv man fährt, ob man sich auch abstößt zwischendurch, schafft man diese 10 Kilometer auch. Wichtig ist noch, falls ihr irgendwelche Stunts damit vorhabt, in der Mitte ist dieser Batteriekasten mit der Elektronik. Wenn ihr dort irgendwie auf einer Kante gleitet, werdet ihr diesen Kasten sicherlich kaputt machen. Das bitte nicht mit diesem Board tun. Alles andere könnt ihr probieren. Ihr habt ja gesehen, ein paar leichtere, kleinere Sprünge haben wir auch gemacht, aber nichts Aufwendiges. Das Skateboard wird ja nur von einem Rad angetrieben. Was bedeutet, wenn ihr das Antriebsrad durch eine starke Kurve gerade in die Luft bewegt, dann wird es euch in dem Moment nicht antreiben und durchdrehen. Denkt daran oder wundert euch nicht, wenn das mal der Fall sein sollte. Ja, das war's. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, jetzt habe ich mich schon versprochen zum Schluss, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Elektro mit C-Sport.de